Sonne scheint. Heute wird es nichts mit Macho Caracho, kann ich schon sagen, über 30 Grad. Das wird irgendwie staubig Caracho oder so. Wir befinden uns jetzt hier gerade bei der Fahrzeugabnahme und befinden die technischen Zustände der Fahrzeuge hier vor Ort. Da mache ich jetzt dann auch gleich weiter und dann melde ich mich später nochmal. So, und jetzt haben wir unseren hauseigenen SIP-Fahrer hier. Luigi, was hat dich dazu bewogen, hier teilzunehmen? Ja, sag mal so, dass die Straßen in Sardinien, die sind einfach fast wie eine Crossstrecke. Okay. Wir verdecken gerade die Vespa hier. Das ist nämlich unsere SIP Cross-Small-Frame, die wir gebaut haben. Luigi hat jetzt die Ehre, das Ding zu fahren. Erzähl uns doch mal was über den Roller. Was ist da für ein Motor verbaut? Also da ist eine EGIG 170 verbaut. Auspuff haben wir eine Mamba, 170 Kubik, alle Teile von SIP mit Fahrbezündung und so weiter und so fort. Okay. In welcher Klasse startest du damit? In der Klasse 2. Ich werde einfach meine Beste geben. Luigi, ich drücke dir die Daumen. Eins, zwei, drei, eins, Probe, funktioniert. So Luigi, mach mal bei dir mal die Fahrzeugabnahme. Mit scharfe Kanten sehe ich auf jeden Fall keine. Gasgriff geht selber wieder zurück. Bremsencheck funktioniert auch wunderbar. Killshutter ist gut sichtbar. Benzinhahn ganz normal. Tank ist original, oder? Ja. Tank original. Was ist jetzt? Tank original. Keine Betriebsmittel treten aus. Lasse ich mal offen bei dir. Beleuchtung ist gegen Splitter. Ja, abgeklebt. Zündunterbrecher zugänglich. Ja. Weiß ich aber nicht, ob der funktioniert. Sollen wir mal den Koffer anschmeißen? Ja. Ausgezeichnet. Kann ich mal kurz einen Blick drauf werfen, ob irgendwelche Flüssigkeiten derweil ausgetreten sind. Nein, sind sie nicht. Ich, die härteste Rennleitung der DBM, habe dieses Fahrzeug abgenommen und für gut befunden. Andernfalls hätte er einiges an Schmiergeld liegen lassen müssen. Ja. So, machen wir beim nächsten Fahrzeug weiter. Genau. Soll ich's machen? Das ist autorisiert. Was ist das? Definiere den modernen Macho. Bau einfach jede Ständerfunktion am Roller, egal ob Seiten- oder Hauptständer, weg. Sag zur Frau, sie soll kurz den Roller halten und geh dann einfach mit der Geliebten telefonieren. So, hier haben wir jetzt einen Fahrer der Klasse 3. Willst du dich mal kurz vorstellen mit dem Namen? Ja, gern, Michel, mein Name. Wir haben hier was für ein Fahrzeug? Das ist ja eigentlich so mein Alltagsroller, mit dem ich jeden Tag Brötchen holen gehe. Zum Leiten der Nachbarschaft. Ursprung war eine V50 mit einem BX-Motor drin, vorne eine ET4-Gabel. Ja, ein bisschen was verbaut, sodass man hier über die Huppel kommt. V50 Motoren Radboden oder? Nee, Gegengewicht. Leichte Bauchperspektive, und wenn man jetzt den Rahmen nimmt, dann müsste einfach ein Gegengewicht hin, weil das der gerade in der Spur läuft. Ausgezeichnet. Hals- und Beinbruch, oder? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Okay. Luigi macht gerade Fahrzeugabnahme bei wem? Stefan Göllner. Stefan, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Was ist das? Ich hatte eine GTS-Unfall gekauft und hatte noch eine Vollcross KTM bei mir stehen. Da habe ich gedacht, macht man mal aus zwei eine. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und Hals- und Beinbruch darf ich nicht sagen. Ja, habe ich vorhin schon einem gesagt und dann hieß es, hey, nee, das sagt man nicht. Ja, gut, dann Petri Heil. Alles klar, danke. Ne? Hier, alle Roller gut? Alle Roller bis jetzt schon. Eine war so, aber das kann man schon nachbessern. So, ich sitze jetzt neben Michel. Michel. Dich kenne ich schon, dich habe ich schon gesehen, nämlich im letzten Jahr hier. Wie kommt das, dass du da letztes Jahr so abgegangen bist? Ich habe das ja beobachtet und du warst echt schnell. Hast du da schon Vorerfahrung? Ja, ich fahre schon seit ca. 40 Jahren Motocross. Aufgrund von meinem Freund, vom Klaus, der hat mir geholfen, eine Rolle aufbauen, oder der hat den eigentlich aufgebaut. Und ja, und dann habe ich das erste Mal probiert und hat super funktioniert. Ja. Freut mich, dass du wieder da bist und viel Glück morgen auf der Rennstrecke. Dankeschön. Wir beginnen aber den Tag natürlich nicht mit dem Rennen, wir beginnen hier mit einem freien Training. Wir haben auch wieder Italiener, Schweizer, Österreicher, wir haben einen Sarden dabei, Südtiroler haben wir auch. Bis gleich.
Nico, endlich wieder Macho Caracho Ich wollte es gerade sagen, herzlich willkommen zum zweiten Macho Caracho. 2024. Wir haben großes Glück, denn das Wetter passt. Wir haben noch mehr Starter als letztes Jahr. Ja? Ich finde es besonders spannend. Ich sehe, dass wir zwei Simson SR50 haben. Da bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen. Die haben so schöne lange Federwege. Worauf freust du dich, Nico? Ich freue mich auf diese GTS-Umbau. So eine rote GTS. Wir haben geiles Wetter, wir haben viele Teilnehmer, die Strecke ist 1A präpariert. Es geht los, viel Spaß. Training, Luigi, wie war's? Er will immer in die Luft sein und springen. Das, was ich nicht mag. Aber ich hoffe, dass ich den kleinen Pferd hier kontrollieren kann, später in die Qualifikation. Du warst ja letztes Jahr auch am Start. Warst ziemlich feucht. Ein paar Fahrer haben sich beschwert, dass die Strecke irgendwie zu matschig gewesen wäre. Diesmal ist es ziemlich trocken. Ist das Vorteil? Weil ganz ehrlich, wir fahren Motocross und spielen nicht Fußball. Man macht einfach das Beste aus den Umständen, aus dem Terrain. Ausgezeichnet. Wie lief's? Spaß gemacht. Tolle Strecke, super. Was rechnest du für Chancen aus fürs Rennen? Hinteres Mittelfeld, durchhalten müssen wir. So ihr Lieben, wir sind jetzt gerade beim Qualifying angelangt. Aktuell fährt die Klasse 3 und wir sammeln mal ein paar Impressionen heißt das Wort, was ich eigentlich gesucht habe, ein. Und nehmen euch einfach mal mit auf die Strecke. Hier sehen wir schon den ersten Ausfall. Michel aus Überlingen versucht seinen Roller und seine Schmar hinter dem Bagger zu verstecken. Jetzt haben wir die besagte GTS, die ich im Intro schon erwähnt hatte. SX 350 KTM Motor inklusive Schwinge. Der Rahmen von einer Vespa GTS. Man denkt, ja, man kann das einfach mal so geschwind kombinieren und zusammenstecken, aber leider ist dem nicht so. Ja, sehr staubig. Leider die Strecke nicht so schön wie letztes Jahr, weil es nicht geregnet hat. Sehr staubig, sehr rutschig. Wäre so ein bisschen nasser, hätte man ein bisschen mehr Grip. Aber es macht verdammt viel Spaß hier. Jetzt die Chancen fürs Rennen? Ich hoffe gut. Von der Leistung wird es reichen. Ich hoffe, dass das Motorrad oder die Vespa das hält. Okay, dann viel Glück. Danke. Okay, erstes Qualifying. Wie ist das Gefühl? Aufgeregt, aber ich freue mich schon. Erste Qualify, ja. Ich werde einfach mein Bestes geben. Luigi, anscheinend irgendwie ein Ausfall aufgrund technischen Defekts oder was ist passiert? Irgendwie ist den Gas eng geblieben an den Schieber oder. Muss ich schauen. Kriegen wir es nochmal im Griff? Ich hoffe. Dann würde ich sagen, machen wir uns ans Werk und sehen uns nachher auf der Strecke, oder? So genau läuft es jetzt. Genau so. Ja, nicht so gut. Das Wasserloch war zu tief. Leider Wasser in der Zündung und dadurch kleiner Ausfall. Jetzt muss gucken, dass ein bisschen um das Wasserloch kommt. Aber sonst sind wir wieder am Start. Ja, das erste Qualifying war nicht so, wie ich es erwartet habe. Bin Vierter geworden. Ja gut, das ist ja wieder Fünfte. Und beim zweimal wird es jetzt besser. Motivation ist da.
die Anspannung steigt, der Blutdruck geht hoch. Wir probieren unser Bestes, wir geben Feuer. So, ihr Lieben, also wir befinden uns jetzt im Vorstartbereich bzw. im Startbereich. Die ersten Fahrer machen sich schon bereit. Gleich geht's los, das erste Rennen. Es ist die offene Klasse und wir sammeln weiterhin Eindrücke ein, Bilder ein, hoffen, ihr bleibt weiterhin dabei, habt weiterhin Spaß. Könnt euch alle auch dahin legen, ein bisschen Staub. So, hier mal wieder ein Vertreter der Automatikroller-Klasse. Ich finde, die schlagen sich eigentlich tapfer. Da gibt es gar keine großen Unterschiede, ob du jetzt einen Automatikroller hast oder einen Schaltroller. Im Gegenteil, die sind eigentlich ziemlich fix. Persönlicher Favorit, die GTS. Geiles Teil. Was ist passiert? Also, ich habe erst mal einen Fehlstart gemacht und dann durfte ich als letzter starten, habe bis zum zweiten vorgefahren und dann, ja, ganz motiviert war ich und dann war die Kiste aus und seitdem springt sie nicht mehr an. Ich glaube, wir haben keinen Funken. Was machen wir? Ersatzteile holen. Irgendwie muss es weitergehen. Ich mag es nicht aufgeben. Oh, sorry. CDI-Einheit und die obere wahrscheinlich auch noch und so ein Zündkabel. Gut, alles klar, danke schön. Wir ziehen los. Zwei Schienen an. Sehr gut. Ich kann nur hoffen, dass es klappt. Und so Deckens gleich vorne an 1, geht in die erste Kurve und noch als erste in den Wassergraben, so wie es aussieht. Always first at the finish line, first to the plate when it's dinner time, first to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Der Raum hat dringend Feuerlöscher. So, lief ganz gut. Hat durchgehalten. Gleich noch Best-of-Rennen. Mal schauen, was da wird. Aber wird schon laufen. Für mich ist leider der Renntag auf der Strecke beendet. Motortechnisch nicht wasserdicht. Gerade eben hat es so ein Feuer auf der Rennstrecke gegeben. Ja, also hier ist abartig was los. Echt Bombenhitze. Top-Veranstaltung.
Wir hatten vorher Zündprobleme und haben die Zündgrundplatte rausgeschmissen, das Polrad rausgeschmissen, alles getauscht. Irgendwie, vielleicht auch im Eifer des Gefechts, hat nicht zusammengepasst, was auch immer. Wir haben alles gegeben, aber das Rennen musste ausfallen. Jetzt aber habe ich ihn versucht zu überreden, zu sagen, hey Michael, fahr doch wenigstens beste Zeit. Er meint, er hat keine Daseinsberechtigung für jetzt nochmal mitzufahren. Und ich habe gesagt, hey, Claudio Pizarro hat damals auch mit 40 noch den Rasenplatz betreten. Und das erwarte ich jetzt von dir auch, dass du halt einfach noch mitfahrst, einfach die geilste Zeit in Asphalt brennst. Ich kann Best of All nur mitfahren, sagt sie gerade. Also, dann fahr der Best of All mit. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet, aber ab! Ab! You tossed my body out to sea. Claim it was a tragedy, but I think everyone will know. You moved into attack, so I sneak at the back. Yes, I can feel that it is time to go. So we start up the chase, now space, 'cause I can never slow. I'll be going to the racetrack. On the dog in the bed. I put my heart into an 8-track. How about that? My life was perfect, now it's starting to crack. Oh no. Ich bin dann da mal mitgefahren und dann ist sie zweimal wieder abgestorben und dann bin ich einmal gestürzt, dann war sie wieder aus und dann habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich einfach ganz locker die Runde noch mit. Okay. Und dann ist irgendwann Feierabend. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da bist. Ich danke dir. Danke. Luigi, du hast heute tapfer gekämpft, tapfer versucht, das Fahrzeug in Stand zu setzen, aber schlussendlich hat es nicht gereicht. An was lag's? Es lag einfach an den Lenker. Habe ich versucht festzumachen, bin ich wieder rein, erster Sprung, wieder so fahren. Also an so einem Punkt geht die Sicherheit auch vor. So denn, was ist der jetzige Plan? Der jetzige Plan, es ist ein Radler. Wie ist es gelaufen? Gut. Kannst du das vielleicht ein bisschen kürzer fassen? We came here just for the fun. Wir waren letztes Jahr schon da und es war einfach genial. Just for fun, ja. And we have a lot of fun. Aber aus eurer Sicht, alles war cool. Alles gut, alles gut, perfekt. Das war eine super Veranstaltung. Wir sind immer dabei, wenn der SIP was macht. We are really happy to be with the SIP family. Coole Typen, coole Maschinen. Every time everybody take care of us very well. Wirklich geile Sache. Hat es euch gefallen? Ja, genau wie letztes Jahr. Top. SIP und Separier ist einfach genial. We love SIP, 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 hurra! Wir kommen wahnsinnig gerne her. Weiter so. Hey ihr Mäuse, danke fürs Interview. Wir kommen jetzt zur Siegerehrung. Es waren wirklich geile Rennen dabei. Alle sind gesund geblieben, das ist das Wichtigste. Vielen Dank an alle Fahrer, die teilgenommen haben. Das Endurance-Rennen, das war ja ein Teamrennen. Und das heißt, jetzt kommen auch gleich immer mehrere Leute auf unser Podest hier. Klasse 3, das war die offene Klasse, in der man mit allem Möglichen starten konnte. Hauptsache es war irgendwie ein Roller. Und natürlich waren da einige Automatikroller am Start. Die Klasse 2, das ist die Small Frame Klasse. Da starten die kleinen Wespen, ursprünglich mal 50 Kubik, manche 125 Kubik. In jedem Fall eher so die kleinen Dinger. Kommen wir jetzt zur Klasse 1. Und die Klasse 1, das ist die Vespa Large Frame. Also alles, was man so kennt, 125 Kubik bis 200 Kubik, Vespa Sprint, Vespa Rallye, GS4, war alles nicht am Start. Dafür viele Gixen und natürlich, wir lieben alle, die Vespa Cosa.
Dann haben wir in diesem Jahr ja auch unser Best of All Rennen gehabt. Einen dicken Applaus, Stefan Göller. Stefan, lauf nicht zu weit weg. Wir haben noch einen letzten Pokal hier und das ist die schnellste Rennrunde. Stefan Göllner, der ist natürlich auch im Qualifying eine Bestzeit gefahren. Und zwar in der allerersten Runde, die er rausgefahren ist er 55 Sekunden gefahren. Und das war die beste Runde des Tages. Das der nicht show, das der nicht abliefern. Du musst doch mal nach vorne kommen. Das war Macho Caracho 2024. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr es wieder macht, kommt bitte alle wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Bimmel drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie fandest du es? Also ich persönlich fand es super. Ich habe aber auch ziemlich viele Kommentare eingesammelt und habe eben die Fahrer, die Gäste, die Besucher gefragt. Und ich habe keine einzige negative Stimmung. Kommentar, gar nichts. Alle fanden es super. Eine Wespe und die Anlage ist auch ein bisschen laut. So, wir machen einfach mit Andrea jetzt hin. Können wir mit Andrea den Outro machen? Die Fahrer waren so cool, jedem hat Spaß gemacht. So, jetzt muss ich auch noch mal was sagen. Ich hoffe, man kann mich hören. Vielen Dank an Jesko, an den Hauptorganisator. Ohne dich wird es das Macho Caracho nicht zum 3. Mal geben. Vielen Dank. Wer weiß, vielleicht gibt es auch zum 4. Mal. Wir wissen es noch nicht. Danke Andrea, danke Nico, danke ans ganze Team. Das Team ist riesig, das dahinter steht. Das ist ein irrer Aufwand. Wir denken uns jedes Mal, haben wir sie nicht alle. Aber es ist einfach geil. Alle am Lachen, alle am so Grinsen. Es ist sowas von sinnlos, mit einer Vespa Cross zu fahren. Es macht Riesenfets. Super, vielen Dank an euch alle. Gut. Also können wir eigentlich unser Outro jetzt machen. Wir sind, eigentlich sind wir ja schon mitten im Outro. Mitten im Outro und durch. Und heiß warst du, schön rot bist du geworden. Ja, danke. Immer weißt du, was kalt ist? Bier. Was auf uns wartet? Ja. Sollen wir einfach mal... Hammer? Also, von daher, bis bald.